Willkommen zu Frequent Trader TV. Mein Name ist Lars Korsten und heute wieder zu einer frisch gepressten Sendung. Eine Woche mal eine Pause gemacht, schon Sprachstörung, sorry dafür. Aber ich hatte ein Event in Tallinn, da haben wir uns voll in US-Kreditkarten gestürzt und haben dort Gas gegeben. Wir sind bis gestern da zusammen gewesen. Ich habe es echt leider nicht geschafft. Mea culpa. Aber jetzt geht es wieder Vollgas und Attacke bis zum nächsten Event, was in Los Angeles ist, wo ich vielleicht wieder ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, schwäche. Muss man ja ehrlich so sagen, wie es ist. Ja, leider traurige Nachrichten. Unser aller Geliebter, hätte ich fast gesagt, Lufthansa-Aktionär Klaus-Michael Kühne ist tot. Er hat ja die Lufthansa kritisiert, so wie wir es gerne auch tun, aber er hat natürlich mit seinem Investment viele mehr Möglichkeiten gehabt als wir. Dazu gleich mehr. Lufthansa führt warme Buy-an-Board-Gerichte ein. Finnair verdoppelt Avios und Statuspunkte. Eurowings bietet doppelte Miles and More Meilen auf Flügen. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren und abonnieren und auf School zu kommen. Das erste Thema ist, Klaus-Michael Kühne ist tot. Der Logistikunternehmer und Lufthansa-Investor Klaus-Michael Kühne ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Sein Tod ist nicht nur für Kühne und Nagel relevant, denn über seine Holding hat er Anteile gehalten an verschiedensten Firmen in Deutschland, an bedeutenden Verkehrs- und Logistikunternehmen. Er starb in der Nacht von Sonntag auf Montag in seiner Wahlheimat in der Schweiz. Er war Mehrheitsbesitzer und Verwaltungsratsmitglied der Kühne und Nagel. Er hat Beteiligung nicht nur an Lufthansa gehalten, sondern auch an Hapag-Lloyd, Brenntag, Flix, Hamburger SV. Und Kühne trat 1958 in das Familienunternehmen ein und übernahm 1966 die Führung. Unter seiner Verantwortung entwickelt sich die Kühne und Nagel vom deutschen Spediteur zum globalen Logistikkonzern. Sein Vermögen wird auf 21 bis 22 Milliarden Schweizer Franken geschätzt. Da Klaus-Michael und Christina Kühne keine Kinder haben, soll das Vermögen an die Kühne Stiftung gehen. Ja, was heißt das jetzt für uns in der Luftfahrt? Er war ja kein klassischer Airline-Manager, aber ein bedeutender privater Lufthansa-Investor. Sein Engagement verband Luftfahrt, Schifffahrt, Straßen, Logistik innerhalb eines breit aufgestellten Beteiligungsportfolios. Für Lufthansa stellt sich vor allem die Frage nach einer langfristigen Strategie der Kühne Holding. Bleibt die Beteiligung unverändert, wird sie weiter ausgebaut, könnte sie langfristig reduziert werden. Der Übergang in eine Stiftung kann natürlich für Kontinuität sorgen. Kurzfristig sind keine direkten Auswirkungen auf den Flugvertrieb oder Miles and More zu erwarten. Strategisch wichtig ist, dass die Beteiligungsrechte und die Verwaltung des Vermögens künftig organisiert werden. Also wie die organisiert werden. Ja, Fazit ist natürlich, dass die europäische Luftfahrtbranche und vor allem die Speditionsbranche einen ihrer prägendsten Unternehmer verliert. Für Lufthansa steht eine unmittelbare Veränderung, sondern eine langfristige Eigentümer- und vor allem Einflussfrage im Mittelpunkt. Entscheidend wird sein, welchen Kurs die Holding-Stiftung bei den Industriebeteiligungen verfolgen. Frage des Tages ist, sollte die Kühne Holding langfristig ein strategischer Großaktionär der Lufthansa bleiben? Neues aus dem Bob-Leben der Lufthansa, also Buy on Board. Lufthansa erweitert ab dem 1. September 2026 ihr kostenpflichtiges Onboard-Delights-Angebot für 5 warme Gerichte. Die Mahlzeiten stehen auf Kontinentalflügen ab 2 Stunden zur Verfügung, müssen jedoch 24 Stunden vor Abflug bestellt werden. Start des neuen Angebots ist der 1. September 2026 und ist verfügbar auf Kontinentalflügen ab 2 Stunden Flugzeit. Ausschließlich per Vorbestellung. Bestellfenster 4 Wochen bis 24 Stunden vor Abflug. 5 warme Gerichte. Chicken Teriyaki 13,90 € oder 4.000 Meilen. Currywurst von Döninghaus 10,90 € oder 3.000 Meilen, mein Favorit. Rinderroulade 16,90 € oder 4.500 Meilen oder cremige Pasta mit Tomatensoße 13,90 € oder 4.000 Meilen. Hans im Glück Cheeseburger 16,90 € oder 4.900 Meilen. Ne, 4.500. Entschuldigung, ich wollte es nicht teurer machen, als es ist. Ja, je nachdem welches Gericht es ist ein Getränk oder ein Dessert enthalten. Heißt also, Wasser und Schokolade bleiben kostenlos. Das bisherige Sortiment aus kalten Speisen, Snacks und Getränken bleibt bestehen. Austria und Swiss bieten bereits seit längerer Zeit ja warme Buy-on-Board-Produkte an. Auch die Langstrecken-Business-Klasse wird erweitert.
Da gibt es auch jetzt Vorbestellungen auf vielen der Rückflüge nach Deutschland. 6 statt bisher 3 Hauptgerichte zur Auswahl und zwar keine Zusatzkosten der Business Class. Das finde ich toll. Ja, Fazit ist, die warmen Mahlzeiten schließen eine sichtbare Lücke im Lufthansa-Angebot. Wenn man die Töchter sieht, die da ja schon warme Speisen anbieten, ist das natürlich eine Frage der Zeit, dass Lufthansa da was machen muss. Operativ ist das Vorbestellmodell effizient, aber natürlich für Leute, die flexibel sein wollen oder spontan sind, ist das natürlich relativ blöd. Ich committe mich einmal auf die Currywurst. Entscheidend ist natürlich der Geschmack, Portionsgröße und natürlich auch die zuverlässige Beladung und tatsächliche Nachfrage. Ja, würdet ihr für ein warmes Gericht 16,90 € bezahlen, also bis zu. Dann haben wir noch was Neues aus der Welt der Meilen, der Punkte des Status. Finnair gibt wieder doppelte Meilen und Avios, also Statuspunkte, wie sie nennen, oder Avios-Meilen sind. Finnair hat eine seltene Aktion gestartet, die gab es ja schon mal letztes Jahr bei der Mitglieder auf den ausgewählten Strecken. Doppelte Avios, doppelte Tierpoints erhalten. Voraussetzung ist die Buchung bis zum 27. August. Reisen bis zum 31. März sind möglich sogar länger, wenn ich das richtig gesehen habe. Könnte auch sein. Heißt also doppelte Avios, doppelte Finnair Plus Tierpoints, gültig in Economy Class, Premium Economy Business Class. Gültig für alle Tickets, Superlight, Light, Classic und Flex. Wichtig ist, dass es eine Finnair Flugnummer ist mit AY-Code. Durchführung durch Finnair und Norra. Finnair Plus Nummer muss hinterlegt sein. Auch Buchungen über Reisebonus Finnair for Business können teilnehmen. Reiseextras werden ebenfalls doppelt berücksichtigt. Der Flug muss nicht zum beworbenen Sonderpreis gekauft werden. Ausgewählte Ziele liegen in Europa und so weiter. Ja, ich finde das relativ cool, wenn man sich das anguckt, denn als Fazit ist so, dass die Aktion natürlich unheimlich attraktiv ist, weil Finnair ist ja zu einem Programm geworden, wo es nach Geld geht. Heißt also, wenn man den Platin-Status kauft oder erfliegt, muss man ihn kaufen, weil man muss im Prinzip 9.000 bis 10.000 € ausgeben. So hat man die Hälfte und kann dieselben Vorteile benutzen, was natürlich relativ geil ist. Und den größten Nutzen haben natürlich die Leute, die ohnehin, so wie ich, öfters nach Nordamerika fliegen oder nach Asien fliegen. Heißt also, dass man da flexibel bleibt. Dubai fällt leider aus, weil Dubai wird nicht mehr angeflogen und Doha auch nicht. Der Grund, ja, Katar war nicht zufrieden, die wollen ja irgendwie selber und jetzt Emirates kommt ja auch nach Helsinki, also insofern wird Emirates da nicht fliegen. Wichtig sind Finnair Coacher, also Y-Code, der durchführende Airline, die Streckenliste und der enge Buchungszeitraum. Ist es für euch ein Grund, auch Finnair zu buchen und doppelte Meilen mitzunehmen? Ich persönlich, wenn ich hier in Skandinavien, Norwegen, Finnland, Schweden bin oder im baltischen Raum, ist Finnair für mich ein No-Brainer für Nordamerika. Also insofern werde ich allerdings Flex-Tickets kaufen, um da auch maximal flexibel zu sein. Miles & More bietet auf ausgewählten Strecken, und das ist das nächste Thema, falls ihr euch wundert, und Direktflügen zwischen Deutschland und 4 südosteuropäischen Ländern doppelte Prämienmeilen an. Die Aktion gilt für Reisen vom 1. bis zum 15. Dezember, also 1. November bis zum 15. Dezember und muss vorher aktiviert werden. Reisezeitraum ist 1. November bis 15. September, Aktivierungszeitraum 20. August bis 31. Oktober. Gültig für Eurowings Direktflüge zwischen Deutschland, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Kroatien, Rumänien. Ziele, die ihr da anfliegen könnt, wären ja zum Beispiel Sarajevo, Split, Zagreb, Pristina, Mostar, Bukarest. Ja, was kann man dazu sagen? Als Fazit, die kostenlose Aktivierung ist für bereits geplante Reisen empfehlenswert. Als einziger Buchungsgrund für die Aktion wegen des kurzen Zeitraums, ein fehlender Start muss wenig überzeugen, muss man ehrlicherweise sagen. Für Eurowings ist ja ein gezieltes Instrument zur Auslastungssteuerung. Genauso wie ich die Frage des Tages für Finnair vergessen habe, die möchte ich euch trotzdem noch mal geben. Nee, habe ich ja gesagt, ne? Haben wir doch gestellt. Oh Gott, sind wir schon verwirrt. Aber ich gebe euch trotzdem die Frage für Eurowings, damit ihr nicht denkt, was ist da los bei dem. Sind doppelte Prämienmeilen noch attraktiv oder zählen für euch nur Statuspunkte? Als Gesamtfazit zur Sendung kann man nur sagen, 2 der 4 Themen zeigen, wie Airline-Loyalitätsprogramme gezielt zur Nachfragestreuung einsetzen. Finnair setzt gezielt auf doppelte Avios und Statuspunkte. Dann ist es so, dass Eurowings konzentriert sich auf enge Zeilenfenster und ausgewählte Südosteuropa-Strecken. Lufthansa baut Zusatzerlöse in der Economy Class aus und setzt verstärkt auf Vorbestellung. Personalisierung, bessere Mengenplanung gewinnen im Bordserver an Bedeutung. Die kühne Nachfolge könnte langfristig Auswirkungen auf die Aktionärsstruktur haben und strategische Stabilität bedeuten. Aber der übergreifende Trend ist halt, wenn man alle Themen zusammenfassen möchte, Airlines verbinden Kundenbindung, Zusatzverkäufe und Kapazitätssteuerung immer stärker miteinander. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen. Ich verspreche euch wieder regelmäßiger zu kommen und euch die Sendung zu bringen.
und freue mich, euch bei der nächsten Sendung wiederzusehen. Aber ihr könnt natürlich auch, wie immer, wenn ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like da gelassen habt und auf School gekommen seid, natürlich die Frage des Tages beantworten. Und zwar ist es natürlich so, würdet ihr für ein warmes Lufthansa-Gericht bis zu 16,90 € bezahlen? Und das andere ist, sind doppelte Statuspunkte ein Grund, gezielt Finnair zu buchen? Danke, dass ihr heute dabei wart. Bis dann, freue mich auf euch. Ciao.